Mein Name ist Carsten und ich bin ständig auf der Suche nach einem neuen Adrenalinschub. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Bunker Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder für euch im Untergrund unterwegs. Irgendwo um nirgendwo, tief unter der Erde, fanden wir einen extrem mit Wasser und Scheiße gefluteten Tiefbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Bunker war wohl seit Jahrzehnten verschlossen und öffnet wahrscheinlich nun zum ersten Mal seine Türen für uns. Diese Erkundung ist definitiv nichts für schwache Nerven und sucht seinesgleichen. Das Wasser verschlingt den Körper fast komplett und es ist extrem schwierig, sich hier drin vorzuarbeiten. Das Wasser war extrem kalt und die Atmosphäre hier unten war mega mystisch. Für uns war dieses Abenteuer wie geschaffen. Wir lieben es, durch dunkle, enge und feuchte Bauten zu stiefeln. Begleite uns nun bei dieser Erkundung und lehnt euch ganz entspannt zurück. Also hier ist definitiv der Kanal hochgekommen, wo ich gerade laufe. Also laufe ich hier wahrscheinlich gerade einfach mal durch Scheiße. Das ist mal wieder ein Abenteuer, was es echt in sich hat. Das ist Olli und wir gehen jetzt in den Bunker. Das ist Random Life 80, das ist der liebe Cliffhanger. Und da ist der Diego da hinten. Und es geht jetzt in den Bunker mit ganz viel Wasser. So Leute, wir haben die Outfits an, die guten alten Anglerhosen. Da ist der liebe Olli, aka Cliffhanger. Hier ist der liebe Random Life 80, aka Schlachtfeldbegehung. Geht das jetzt los? Es geht richtig los, meine Freunde. Und es wird nass. Und es wird richtig nass. Macht so eine Scheiße auf jeden Fall nicht nach, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind ausgebildete Vollprofis und wir wissen, was wir machen. Genau. Und bis gleich. Bis gleich. Wir sehen uns unten im Bunker. Tag die offene Tür. Herzlich willkommen im Bunker, es geht los. Leute, die Pflanzen wachsen hier in den Bunker schon rein. Überall wachsen Pflanzen. Das ist hochaggressiver Schimmel, der sich hier gebildet hat. Durch die ganze Feuchtigkeit natürlich. Und das meine ich mit. Es wird extrem nass, Leute. Was ist das? Olli, ich habe keine Ahnung. Komm bitte, ich will das nicht anfassen. Du musst das anfassen. Das ist ein Rohr. Ja, aber auf beiden Seiten zu. Ja. Meinst du für Munition? Dachte ich erst. Könnte aber auch so ein Transportbehälter sein von der Wehrmacht. Und über die Wurzel. Guck mal, wie tief der schon im Wasser ist. Und hier. Oh mein Gott, man sieht gar nichts. Alter, ach. Ist kalt? Leute, es geht los. Okay, Stufe für Stufe. Das ist doch hier, das ist doch Leuchtschrift, ne? Alter, die geht's immer tiefer. Als ob? Ich schwöre. Und hier ist alles, liegt alles voll. Hast du immer noch Treppen gehabt? Ja. Oh. Das sind keine Treppen. Lol, warum ist das so kalt? Oh, jetzt kommt irgendwie das Wasser auch durch. Oh mein Gott. Alter. Ich hoffe, ihr habt Guck mal, wie tief du bist. Ich hoffe, ihr habt 10 Stunden. Leute, ich hoffe, ihr habt nicht, dass das wir drin sind und diese Begehung für euch machen. Scheiße. Ich sehe gar nicht, wo ich hingedreht. Hier liegt so viel auf dem Boden. Und ich glaube, meine Badhose ist mega undicht. Meinst du? Ja, guck mal hier. Über uns. Olli, was machst du? Ey, du ziehst irgendwas mit. Olli, guck mal. Ja, was machst du da? Da ist eine Wurzel. Eine Wurzel. Alter, ich weiß nicht, wo ich hier hintrete. Guck mal, Leute, wie hoch ich schon unter Wasser bin. Ich hoffe, das geht gut mit meiner Hose. Es geht noch tiefer. Alter, Leute. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bin auf dem Boden. Ich bin immer noch nicht auf dem Boden. Leute, guck mal, ich laufe fast voll. Ich laufe fast voll. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an. Brust hoch. Was ist da? Junge! Komm her. Junge, das ist so gut. Das ist mega tief. Ey, wenn ich jetzt hier gleich im Loch falle, ne? Das ist Zapfenschlag. Ich weiß, du bist nicht so groß. Ich bin nicht so groß. Guck mal, bei dir ist ja schon krass, ne? Aber ich bin ja ein bisschen kleiner noch. Alter! Ihr seht ja, wie hoch diese Türe ist. Und mehr als die Hälfte der Türe ist unter Wasser. Guck mal, wenn ein Mensch da durchgeht,
Ein Mensch. Moin, ja. Hi, Phil, hi. Moin. Oh, hi, Hi, Carsten. Hi, grüß dich. Moin, Carsten. Irgendwas war persönlich. Hi, ja. Moin, Carsten. Hi, René. Hi. Und fertig? Ja. Gut? Ja, so an sich schon spektakulär wäre es vor einem halben Jahr gewesen. Hättest du mit dem Schlauchboot hier durchgemusst. War das so hoch, oder? Siehst du? Ach, stimmt. Jetzt betreten wir den Bunker hier. Es geht ziemlich weit geradeaus und noch nach rechts. Wir haben hier oben eine riesige Lüftungsanlage. Überall bildet sich schon Feuchtigkeit, es fängt schon langsam an zu tropfen. Sind wir hier im Raum für die Lüfter wahrscheinlich. Hier waren dann die Handlüfter, die sieht man natürlich jetzt nicht mehr wegen dem ganzen Wasser. Und noch haufenweise Elektronik. Hier haben wir noch einen alten Schalter für Strom. Und hier dann die ganze Elektronik. Hier ist der Hauptschalter Elektro-Lufterhitzer. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig hier, ne, dass hier überall der ganze Dreck aufgewirbelt ist. Da kann man jetzt leider nicht nach unten gucken. Wenn jetzt hier ein Loch ist, dann macht das schon mal Plups. Der liebe Random ist jetzt nach links gegangen. Und folgen wir dem jetzt mal hier. Und ich muss euch sagen, auch trotz Watthose, das Wasser ist arschkalt. Wir haben auch gerade noch ein paar Bekannte aus der Szene hier getroffen. Also wir sind nicht die Einzigen, die jetzt hier die Möglichkeit genutzt haben, um diesen Bunker hier zu betreten. Ja, das sind halt alles dann die Räume, wo die Menschen damals Schutz gesucht haben. Ja, auch überall weitere Räume. Ich merke auch wirklich langsam, wie das Wasser in der Hose hochkommt, Leute. Das ist richtig krass, wa? Ferenc Aue, was geht? Ich muss hier vorsichtig laufen, ich habe eine zu kleine Hose an. Bei dir sieht das Wasser aber gar nicht tief aus, weil du so ein Riese bist. Deswegen. Bei mir sieht das so aus, als bin ich hier komplett versunken. Da vorne ist der Olli, der kämpft sich hier auch durchs Wasser. Und, was sagst du? Es ist heftig tief, Alter. Hast du den Raum eben gesehen mit den Bildern? Nee. Quasi da in der Ecke. Ja. Alles alte Zeitungen an der Wand. Geil. Guck ich mir gleich an. Da vorne ist bestimmt ein anderer Eingang, ne? Ja, ja. Boah, richtig groß das Ding, Leute. Richtig geil. Gesorgt haben, dass die Menschen in relativer Ruhe in die Bunker reingegangen sind. Und hier, Ich bin jetzt halt auf der Suche nach so ein paar Schriftzügen oder ein paar Wandmalereien von früher. Das wäre noch sehr interessant. Hier oben sieht man auch nochmal die alte Technik der Elektronik. Die läuft hier über jeden Raum. Ja, und das Große ist halt die Lüftungsanlage, ne? Ganz klassisch. Der Raum ist jetzt ein bisschen pink. Dann gehen wir jetzt hier einmal zur nächsten Schleuse. Das wird dann wahrscheinlich ein anderer Zugang sein zum Bunker. Moin. Guck mal, was hier für eine Sippe rumschwimmt. Alter Schwede. Okay, scheint auch ein bisschen Öl oder so mit drin zu sein in dem Wasser, weil hier bilden sich diese Regenbogenfarben. Das ist ja immer bei Öl. Kann ich mir vorstellen, dass da vom Maschinenraum irgendwie irgendwelche Ölstoffe oder so hier ins Wasser mitgelangt sind. Wie kommt denn der ganze Müll hier hin? Boah. Alter Schwede. Ja, und das war damals ein weiterer Zugang, Leute. Richtig geil. Und da oben ist zugemauert. Das heißt, der Zugang, den wir jetzt genommen haben, das ist der einzige noch mögliche Zugang zu diesem Bunker. So ein Zugang, der muss halt immer offen sein für die Stadt und so, damit dann noch Begehungen gemacht werden können bezüglich der Statik und so, ne? Damit halt die Welt oberhalb des Bunkers noch normal funktionieren kann. Es sieht schon heftig aus, wenn man hier so durchs Wasser läuft. Feuerkasten, wo der Schlauch drin war, beziehungsweise der Anschluss für den Schlauch. So, hier haben wir dann jetzt nochmal einen Lüfterraum mit diverser Elektronik. Die Elektronikkasten
hingen hier. Ist quasi genau dasselbe, wie wir gerade eben schon gesehen haben. Und ich merke, wenn ich hier gerade laufe, dass hier richtig viel Zeug auf dem Boden liegt. Ich will auch gar nicht wissen, ob man hier noch den ein oder anderen Schatz auf dem Boden finden würde. Aber dadurch, dass das Wasser hier so aufgewirbelt ist, sieht man halt nichts mehr, ne? Ja, das sind dann 2 alte Lüfter. Die Kurbler fehlen, womit halt früher für Frischluft gesorgt werden konnte. Und hier sehe ich noch einen alten Schriftzug. Hauptschutz für Lüfterhitze ein, aus. Da konnte man hier an dem Schalter halt ein- und ausdrehen. Oh, kriegst du auch nochmal ein Händchen, ne? Geh mal da rein, weil ich wollte einmal kurz ein Video machen mit den Leuchtstreifen hier. Ja. Deswegen funzeln wir. Ja. So Leute, wir werden in die Toiletten geschickt. Und hier sieht man jetzt mal ganz gut, wie hoch das Wasser stand. Der eine Kollege hat uns gerade erzählt, dass vor einem Jahr das Wasser bis hier oben stand. Wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, hätten wir so wie heute nicht durch den Bunker gehen können, Leute. Weil er dann einfach zu voll gelaufen wäre. Und wie gefällt er dir? Ah, es ist geil. Wir haben hier gerade was festgestellt. Es ist ja häufig in solchen Bunkern, dass die phosphorysierende Wandfarbe noch aktiv ist. Hier sieht man es kaum, aber wir machen jetzt alle gleichzeitig das Licht aus. 1, 2, 3. Und da leuchtet es schön nach. Und da läuft es wirklich schon nach. Nicht mehr viel, Aber man sieht es noch. und vor allem Okay, Leute, wir befinden uns jetzt weiter im Bereich der Toiletten. Gibt wahrscheinlich ja Damentoiletten, Herrentoiletten hier in so einem Bunker, ne? Ganz üblich. Das ist eine Holztüre, das ist keine Gittertüre. Die ist schon komplett aufgefressen worden von dem ganzen Wasser. Boah, das ist richtig ekelhaft. Wenn ich jetzt daran denke, dass hier auch irgendwie Abfluss mit hochgekommen ist, natürlich auch möglich. Alter, boah Leute. Boah, guck mal, was hier auf dem Boden ist. Das ist alles Staub. Oder Dreck. Alter, boah. Das ist mal wieder ein Abenteuer, was es echt in sich hat. So, es geht weiter. Hier haben wir noch einen riesigen Raum. Wow. Was das mal gewesen sein könnte, weiß ich nicht. Hier steht auf jeden Fall irgendwas aus Holz. So größere Räume waren auch oftmals in solchen Bunkeranlagen Aufenthaltsräume. Die Räume hier an der Seite sind leider nicht so spektakulär, weil man halt wirklich nichts mehr sieht hier mit dem Wasser. Ah doch, hier sieht man ein bisschen was. Da liegen ganz viele Schläuche. Okay. Da hinten soll es wohl noch einen interessanten Raum geben mit den ganzen Zeitungen und so. Mal gucken, ob wir den jetzt finden. Okay, der Raum ist jetzt komplett in grün. Eben hatten wir ja so einen pinken Raum. Ah, wenn ich jetzt Strahlen mache, kann ich hier doch ein bisschen runter gucken. Was hier natürlich das Besondere ist die extrem geile Belüftung hier oben und das hohe Wasser natürlich. Ne? Das macht halt wirklich echt Spaß, hier durchzulaufen, Leute. Das ist schon richtig geil. Weißt du, was ein Kumpel von dir sagen würde? Die durch Emsland-Tor rein, Raum schöner als der andere. Okay, Leute, es geht in die letzten Räume der Anlage. Hier haben wir ja, wieder Toiletten. Wie auf der anderen Seite. Man kann sich das oft auch so vorstellen, dass so Bunker halt echt spiegelverkehrt sind. Ne? Die sind halt echt ähnlich aufgebaut, immer nur halt wie ein Spiegel, als würde man einen Spiegel anlegen. Das ist auch wieder Toilette, hier stinkt es extrem, hier kommen irgendwelche Blubberblasen hoch. Das ist extrem ekelhaft. Also hier ist definitiv der Kanal hochgekommen, wo ich gerade laufe. Also laufe ich hier wahrscheinlich gerade einfach mal durch Scheiße. Und der Raum ist natürlich hochinteressant, Leute. Das ist wahrscheinlich das Highlight hier. Der komplette Raum ist voller alten Zeitungen.
Bucket Shower. Wow, das ist beeindruckend. Heftig. Auf der rechten Seite, das sind wie so Poster. Als hätte einer so Poster in sein Kinderzimmer gehangen. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Bunker nach dem Krieg halt auch das Zuhause für den einen oder anderen war und dass die Leute sich hier mit solchen Postern das Ganze hier ein bisschen schmackhaft machen wollten und wohnhaft einrichten wollten. Unfassbar. Okay Leute, wir sind jetzt einmal durch den Bunker gelaufen. Das war ein extrem spannendes, geiles Abenteuer, eine richtig geile Erfahrung hier mit dem Wasser. Ich hoffe, ich konnte euch auch hier mal wieder was Neues zeigen. Würde mich mega über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Dies hilft auch meinem Kanal hier auf YouTube zu wachsen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und ciao.